Und jetzt würde ich mit euch beiden und Jan-Erik noch mal so ein bisschen abklopfen. Einmal den Punkt, ist das in Großunternehmen leichter oder nicht so leicht wie in einem kleineren Unternehmen? Ihr seid jetzt bei Addito um die 130 Leute. Du, Jan-Erik, du kommst aus den großen Unternehmen und kennst mit auch einige große. Gibt es da Unterschiede in der Vorgehensweise oder auch von der Akzeptanz? Jan-Erik, vielleicht für dich? Ja, also ich glaube, wie ich schon sagte, ab 100 Leute geht's los, dann läuft man Gefahr, zum Großkonzern zu werden, weil eben die Diversifizierung zuschlägt, unweigerlich. Und damit sind Probleme durchaus vergleichbar, sind aber natürlich in der Skalierung, in der Größe natürlich von einer ganz anderen Ordnung. Und ich glaube, was ich beobachte bei kleineren Organisationen und größeren Organisationen und die Problematik, da steht, und da greife ich jetzt doch wieder auf, was wir eben besprochen haben, ist tatsächlich die verschobene Zielsetzungen. Also eben weil wir so verwalterdominiert sind, sind die Ziele halt eben verwalterische Ziele. Also Ertragskraft, Effizienz, Unternehmensstruktur, Leistungsfähigkeit. Und diese Ziele, die man immer genannt bekommt, vor allem je größer die Organisation in der Regel, je dominanter diese Art von Ziele sind, desto wichtiger sind die auch intern dann für das Arbeiten. Ne? Dann kriegen man die Boni entsprechend auch so ausgezahlt, eben indem man diese internen, nach innen gerichteten Ziele erfüllt. Also für mich ist das auch, fand ich sehr schön, bei eurem Chart stand eben, es geht euch ums Wie, ne? Also wie man da hinkommt. Und das ist Kultur. Kultur ist wie. Das, was Kunden empfangen, die Leistung der Organisation, also was der Kunde quasi erleben soll, wenn er sich mit der Organisation einlässt oder eine Verbindung aufbaut, dieses Was, das ist das, was wirklich das Ziel einer Organisation ist, nicht das Wie. Das Wie muss ja ständig sich immer wieder anpassen. Wenn der Kunde sich leicht verändert oder wenn da irgendwas passiert im Markt, dann muss ich ja mich immer ständig über meine Art und Weise zu arbeiten nachdenken. Und also ich hatte da eigentlich ein einschneidendes Erlebnis gehabt, deswegen habe ich ja auch diesen Apfelbaum genannt, weil mein Opa, der war Obstbauer. Und von dem konnte man viel lernen, ohne dass man das wusste, weil jedes Jahr war das Wetter halt anders. Das heißt, jedes Jahr hatte der einen anderen Umgang mit seinem Obstgarten und er hat mir auch einmal erzählt, dass also wenn du gutes Obst ernten willst, dass du mehrere Obstgärten brauchst und dass du nicht nur einen Obstgarten hast, sondern idealerweise 3. Eins, wo du neues Obstbäume ansiehst, eins, was du heranziehst und ein Obstgarten, wo du erntest. Und dann eben absägst, damit die neuen Felder dann wieder traghaft werden. Also auch da zeigt sich wieder, dass das Wie, die Kultur, das kommt ja vom Wort Acker, ne? Also die Art und Weise, wie wir arbeiten, das steht zentral. Und ich glaube, das finde ich toll hier auch bei euch, bei Addito, ne, dass ihr da den Schwerpunkt legt. Ne? Wie machen wir das? Wie können wir als Mitarbeiter so zusammenarbeiten, dass der Kunde genau das bekommt, wofür er wiederkommt? Und das ist ja das Ziel. Ne? Der Kunde soll wiederkommen, nicht weil er noch mehr Probleme hat, sondern weil er gerne wiederkommt, weil er gute Leistung bekommt. Das ist doch das Ziel. Ne? Und nicht die Orga-Form in irgendeiner Form performant zu haben. Also, und das ist bei Großkonzernen, glaube ich, noch ein größeres Problem als bei kleineren Organisationen, dass man noch mehr in diese Sackgasse des Verwaltens hineinrutscht und die vor lauter Verwalten die wirklichen Ziele aus dem Auge verliert.